Hilfe, ich werde angegriffen. Ich habe das Gefühl, in der Nacht, wenn ich schlafe, da kommen die fremde Energie und besetzen meinen Körper und dann bin ich durch und durch besetzt. Und es gibt noch Schlimmeres, ich spüre die Beschwerden von anderen Menschen. Also wenn mein Mann jetzt Halsschmerzen hat, dann habe ich auch Halsschmerzen. Wenn mein Sohn Fußschmerzen hat, dann habe ich auch Fußschmerzen. Kennst du Menschen, die darüber sprechen oder hast du selber solche Symptome? Dann ist das Video genau für dich. Was sind fremde Energie? Gibt es überhaupt fremde Energie? Ja, gibt es. Es gibt fremde Energie in dem Moment, wo du erlaubst, fremde Energie in dir zu sein. Es hat immer mit unserer Aufmerksamkeit zu tun und damit, worüber wir uns beschäftigen. Also wenn ich mich jetzt beginne zu beschäftigen und so nach innen horchen und sage, okay, wenn ich jetzt dieses Symptom habe, immer wenn ich Schluck auf habe, dann ist das die fremde Energie, dann kommt die Energie von meiner Nachbarin und überfällt mich oder sowas. Dann wird das genau dieses Programm laufen und dieses Programm bleibt dann so lange da, solange du das fokussierst. Also wir erleben immer das, was wir auch erlauben. Du wirst niemals etwas erleben, was du nicht abgesegnet hast, sag mal so in Einführungsstriche. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du wirst angegriffen, jemand schickt dir schwarze Magie, das ist nur deine reine Fokussierung, ja? Also du sagst ja, dieser Mensch oder diese Person XY schickt mir dauernd schwarze Magie. Diese Person, sie hat keine Ahnung davon. Meistens und hat schon vergessen, dass du existierst in diesem Leben, aber du hast das Gefühl, ja, meine Ex oder mein Ex, die schicken mir oder die Frau von meinem Ex, das kommt sehr oft vor, in Beratungen schickt mir immer diese schwarze Magie. Nein, das ist auch nicht möglich, denn dein System ist unantastbar. Das ist wichtig zu verstehen in diesem Punkt. Viele werden das jetzt überhören, aber deswegen wiederhole ich es nochmal. Dein System ist unantastbar. Es geschieht in deinem System, in deinem Leben nur das, was du zulässt, was du erlaubst, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst. Du kennst bestimmt Menschen, wenn du jetzt zu denen kommst und erzählst was von fremder Energie, dann sagen sie, ach, was für ein Quatsch. Warum ist das Quatsch für diese Person? Weil in ihrem System gibt es so eine Programmierung überhaupt nicht. Aber wenn das in deinem System, in deinem Leben diese Programmierungen gibt, egal von wo du sie aufgeschnappt hast, dann hast du freiwillig das zugestimmt. Also wenn du freiwillig das zugestimmt hast, kannst du genauso dich wieder von dort lösen, von diesem Gefühl, angeblich angegriffen zu sein. Wir haben generell im Leben nur vielleicht auf eine Hand gezählt Probleme, die wir ständig ganzen Leben lang versuchen zu lösen. Meistens sind es Probleme, die mit Beziehung zu tun haben. Das sind Probleme vielleicht mit der Familie, mit nahestehender Familie. Mein Papa hat mich verlassen, meine Mutter hat mich geschlagen oder ich habe einen narzisstischen Vater, eine narzisstische Mutter oder was auch immer. Das sind so immer das gleiche Themen, die sich dann über das Leben lang ziehen. Dann ziehe ich in mein Leben genau solche Menschen hinein. Also entweder habe ich dann eine undankbare narzisstische Freundin und ein Mann, welcher mich genauso fies behandelt, wie mein Vater mich behandelt hat. Das ist immer das Gleiche, das wiederholt sich auch, diese Muster. Oder ich habe dann so Thema, ich bin nicht schön genug, ich habe fette Hintern und ich muss ständig mit meinem Gewicht kämpfen und gegen mein Gewicht kämpfen und so. Das sind immer die gleichen Themen, mit welchen du zu tun hast, Leben lang. Und genauso das Thema angegriffen sein. Also das heißt, schon als Kind hattest du das Gefühl, dass jemand über dich steht, dass jemand dich benutzt, deine Energie benutzt, ja? Also, damit wir uns von diese Muster lösen, müssen wir schauen, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das Muster an, wenn ich daran denke, ich bin angegriffen oder jetzt übernehme ich die Symptome von meinen Patienten oder sowas. Vom Grundgefühl, von der Schwingung, es ist immer gleich und das ist das, was über dein ganzes Leben sich zieht. Geh in das Gefühl hinein und da findest du den Schlüssel. In dem Moment, wo du beginnst, das anzusehen, zu beobachten, ohne dass du jetzt ablehnst, ohne dass du jetzt rumtherapierst, ohne dass du überhaupt irgendwas machst,
Du schaust dir diese Muster an und erkennst das als ein Programm, welches du irgendwann mal zugestimmt hast. Wann war dieses Irgendwo, das Irgendwo geschah? Im gleichen Moment, wo du jetzt bist, denn es gibt in Wirklichkeit keine Zeit. Es ist schwer für uns so ein bisschen zu begreifen, für unser Gehirn, aber es ist so. Du als höheres Wesen hast du dir dieses Programm zugeschnitten und jetzt als Wesen in diesem 3D-Prozess, wo wir uns befinden, lebst du das. Du lebst das so lange und du wirst das so lange wiederholen, bis du irgendwann mal Schnauze voll hast. Also wortwörtlich, bis du sagst, okay, es ist, wie es ist. Ich habe schon 100.000 Therapiestunden gemacht. Ich habe schon zig Geld ausgegeben bei irgendwelche Fokus-Pokus-Heiler, die mir angeblich fremde Energie gelöst haben. Ich war schon bei Wahrsager, ich war schon bei irgendwelche angebliche Meister und niemand konnte mir helfen. Natürlich konnte dir niemand helfen und es wird dir auch niemand helfen können, weil das ist dein Programm, von dir aufgebaut, von dir zugeschnitten und du lebst das, was du leben willst, was du fokussierst. In dem Moment, wo du erkennst, dass du aufhören sollst, mit dir selbst zu kämpfen, mit deiner Realität zu kämpfen, weil du kannst hier nichts verändern. Du kannst nur in deinem Bewusstsein was verändern, dann wird es ganz anders sein. Also in dem Moment, wo du in der Nacht aufwachst und du denkst, oh, dann kommen die Energien, die mich jetzt überfallen und so weiter. Nimm es an, aber geh in Abstand von diesen Gedanken, oh mein Gott, was mache ich hier? Und das ist so schrecklich. Geh raus aus der Drama und beobachte, wie fühlt sich das an? Wo fühlt sich das an? Und dann stelle dir die wichtigste Frage. Wozu habe ich das erschaffen? Was gibt mir das? Welche Erfahrung gibt mir das? Weil alles, was wir im Leben erleben, ja, also irgendwelche Dramen in Partnerschaft, irgendwelche Dramen in der Familie oder ich bin zu fett, das ist immer irgendein Programm, welches dir auch Vorteile gibt. Alles hat zwei Seiten der Medaille. Wir sind noch in Polarität, wir sind in Dualität drin. Und was sind deine Vorteile? Was erkennst du dadurch? Was ist das für ein Programm, welches dir irgendwas geschenkt gibt, ja? Das ist keine Bestrafung, das ist kein Karma, das ist nichts, das ist ein Programm, welches du ausleben wolltest. Wenn du das ausleben wolltest, dann mach es. Ja, also du liegst da, du spürst, jetzt kommen die Energie, die überfallen dich. Nimm's an, guck dir das an, nimm es an und sieh das als Spiel. Okay, wie ist das? Wo fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Geh in Abstand nochmal und sage, aha, interessant, aha, cool. Und was dann? Was bringt mir das? Welche Erkenntnisse? Und dann kommen die Erkenntnisse, vielleicht kommt das nicht sofort, aber denke darüber nach. Was sind das die Vorteile? Was sind das für Vorteile, welche durch diese Programme dir gegeben werden? Und gehe raus aus dem Opferbewusstsein. Du bist kein Opfer von irgendwelchen Symptomen und Energien. Das warst du nicht, das bist du nicht, das wirst du nie sein. Wir sind alle schöpferische Wesen und wir können nicht erschaffen. Wir können das nicht. Wir erschaffen immer durch unsere Fokussierung. Und wir erschaffen aber nur das, was wir fokussieren, das im Einklang steht mit diesen paar Programme, was wir mitnehmen in diese Verkörperung. Das sind nicht viele. Das ist überhaupt nicht viele. Schau mal, wenn die Leute jammern, ja, du hast bestimmt Freunde oder Verwandte, die jammern immer über das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Die haben keine 1000 Themen. Die haben nur wirklich paar Themen. Ja, eine Hand reicht für diese paar Themen, womit sie sich ständig beschäftigen. Und das ist genau bei dir. Du beschäftigst nur mit die paar Sachen, aber weil du dich immer wieder mal damit identifizierst. Du sagst, ja, ich bin ein Opfer und ich werde immer angegriffen. Also erkenne, dass alles in dir ist. Auch wenn du einen Therapeut aufsuchst, der Therapeut kann dich nicht heilen. Niemand kann dich heilen. Kein Fokus-Pokus kann dich heilen. Aber jemand kann dir vielleicht wegweisen. Weil manchmal sind wir so tief in unserem Suppe drin und kochen da mit diesen gleichen Dingen. Manchmal macht es Sinn, dass jemand von außen guckt und sagt dir, schau mal, warum nicht so?
Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst so eine kleine Begleitung, kannst du dich gerne auch zum Erstgespräch anmelden und dann schauen, ob du auch eine Beratung von mir möchtest. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie geht es euch damit? Wer hat schon einige Programme entlassen? Wer habt ihr das gemacht? Und ich freue mich natürlich auf eure Likes und ich freue mich auf eure Reaktionen überhaupt, weil das gibt mir dann so ein Gefühl, dass ich nicht einfach so in der Kamera spreche, irgendwo in die Welt, dass es irgendwo ankommt und vielleicht sogar hilft. Also in diesem Sinne wünsche ich uns allen schöne, wunderbare Erkenntnisse von uns selbst und es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.